Das ist eine wunderbare Warmmachübung. Hallo, ich grüße euch aus Köln-Nippes. Mein Name ist Ulrike Selders. Ich bin Grafikerin, Illustratorin und zeichne einfach super gerne und sehr viel. Was ich zum Beispiel besonders gerne mag, sind Porträts. Und die zeichne ich rauf und runter. Manchmal von Figuren, die man kennt. Hier der Prinz, auf einmal der König. So, dann habe ich hier ein paar Beispiele rausgesucht. Das sind Sachen, die mache ich von Vorlagen. Also da suche ich mir zum Beispiel im Netz Vorlagen, Fotos, gucke mir die an und zeichne die nach. Und da geht es mir dann auch ein bisschen darum, wirklich genau was heißt genau, zu erfassen, wen habe ich da eigentlich vor mir, was will ich wiedergeben. Und ich liebe zum Beispiel orangene Haare. Um aber überhaupt erstmal so ein bisschen ans Zeichnen zu kommen und das Hirn frei zu kriegen, kann man so ein paar Fingerübungen machen. Und die kann man machen, ob man jetzt hinterher Porträt zeichnen will oder nicht. Das sind zum Beispiel meine frechen Köpfe. Da fange ich an mit ganz simplen Formspielereien. Ich mache runde, eckige, lange, dünne, große, kleine Köpfe. Und dann habe ich zum Beispiel so eine Gruppe hier, die baue ich auf, lasse die so ein bisschen ineinander laufen. Wie blicken die sich an? Was haben die für Haare? Der eine ist doof, der andere fehlt ein Zahn. Also, da kann man auch einfach irgendwie ein bisschen rumspinnen. Das mag ich total gerne und ich meine, wer Lust hat, kann ja einfach mitmachen. Bevor es losgeht, habe ich hier ein paar Sachen, die ich einfach mal vorbereitet habe. Die nehme ich zum Beispiel auch in meinen Kursen und das ist erstmal ein heilloses Durcheinander. Aber was verrückt ist, wir können nämlich hier unseren Kopf konfigurieren, wie wir lustig sind und das macht sehr viel Spaß. Ich habe hier zum Beispiel, nehmen wir mal diese hier. So. Ich habe ja immer behauptet, wenn die Leute diese Zutaten kriegen, dass die von alleine wissen, ob das Gesicht richtig aussieht oder nicht. Hat nicht so ganz funktioniert, weil viele haben zum zum Beispiel ohne dieses Gesicht das so hingelegt, Auge, Auge, Nase, Mund. Sieht ganz lustig aus, aber wenn man jetzt das zum Beispiel nach unten schiebt und das ein bisschen näher ran und die noch ein bisschen runter, dann wird ein Schuh draus. So einfach geht das. So, und jetzt machen wir das hier vielleicht mal auf der Vorlage. Pass auf, dann nehme ich jetzt mal diese kleinere Nase. Und man nehme, das ist eine, guck mal hier mit Zähnchen. Sieht ein bisschen doof aus, aber macht nichts. Was das Verrückte ist an diesem kleinen Spielchen, ich kann jetzt natürlich, wenn ich die Dinger verschiebe, und das ist der Witz auch beim Zeichnen, vor allen Dingen, wenn es um Ähnlichkeit geht, wenn ich die nur minimal verschiebe, ist es jemand anders oder sieht er anders aus? Der Ausdruck ändert sich natürlich, wenn ich die Augenbrauen zum Beispiel nach oben ziehe. Oder, guck mal hier, wie traurig der wird. Oh, pass auf, wenn der so traurig wird, dann passt der Mund nicht so gut. Mal gucken, ob ich... hier so ein Flunsch. Da, geht. Nehmen wir doch hier irgendwie... Guck mal, so eine kleine Schweinsnase. Bei mir übrigens auch so. Man sieht immer die Nasenlöcher. Das sage ich im Kurs ganz oft. Jede Jeck ist anders, wie man in Köln sieht. Ne? Und bei mir sieht man die zum Beispiel fast immer. So, guck mal hier. Kussmund. Wie macht man das jetzt eigentlich überhaupt? Oder wie mache ich das? Also ich habe zum Beispiel mir verschiedenste Zutaten zusammengebastelt. Zum Beispiel Augenformen. Offene Augen, geschlossene Augen mit Lidern. Oh, hier dann irgendwie so ein Gesichtsausdruck schon hingebracht. Oder eine Richtung. Nasen oder Münder. Und dann kann man einfach anfangen rumzuspinnen und das passiert fast von alleine. Wenn man nämlich was macht und sich permanent wiederholen würde, hat man keinen Bock drauf. Also variiert man. Und dann kannst du jetzt Augen machen mit Lidern, mit verschiedenen Blickwinkeln, große Pupillen, kleine Augenformen ändern und das zieht sich durch bei Nasen, Münder, Ohren, Haare. Da habe ich also ein paar Sachen hier vorbereitet und dann kann man damit wie so ein Baukasten irgendwie sich so ein Gesicht zusammenbasteln. Guck mal hier, wenn das so verrutscht. Wenn man sagt, guck mal hier, was daraus werden kann. Einfach eine lustige Runde oder wenn man viel Zeit hat, macht man das einfach noch größer. Jetzt zeige ich, wie ich anfange zu zeichnen. Und zwar muss ich mir erstmal Platz machen. Man kann mit diesen frechen Köpfen einfach loslegen. Und das mache ich manchmal.
Da überlege ich mir vorher auch gar nicht großartig irgendwie, was mache ich, sondern ich kritzel los. Mir macht das total Spaß, wenn die irgendwie lustig werden. Manchmal überrasche ich mich selber damit. Dann denke ich irgendwie, ach, guck mal hier, der könnte irgendwie großporige Haut haben. Wie sieht das denn aus? Okay, so. Vielleicht noch ein paar schön große Ohren. Das ist wasserfeste Tusche. Da kann ich nachher wunderbar irgendwie mit meiner Farbe drauf gehen. So. Und ob das was wird oder nicht, man weiß es nicht. Was ich aber ganz lustig finde, ist, wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwie so Überschneidungen sind. Also der ist jetzt hier unten, warte mal, dann mache ich jetzt hier noch irgendwie einen Kopf hin. Und dann quetsche ich mal hier einen dazwischen. Der könnte auch aussehen wie so eine Kinderzeichnung, warum nicht? Auge, Auge, Nase, Mund. Und dann brauche ich jetzt aber hier mal langsam eine Lady irgendwie. Wartet, pass auf, dann mache ich hier wunderschöne Haare. Die Lady hat natürlich irgendwie sehr ausdrucksstarke Augen. Vielleicht ist sie aber auch ein bisschen zickig. Warte mal, wenn die ein bisschen zickig ist, dann spitze Nase, ein bisschen nach oben. So, und die hat Schmuck. Schön. Das macht übrigens auch Spaß. Also man kann ja hier zum Beispiel sagen, so pass auf, der sieht eigentlich besser aus, wenn der ein Hütchen auf hat. So, und die hat eine Pelleketsche. Pass auf, er könnte jetzt hier auch vielleicht, hat er einen langen Hals, Schulter, und er legt ihr den Arm um. Ach, guck mal. Irgendwas will er von ihr, aber er sieht irgendwie nicht so glücklich aus. Also was man in Köln ja auch sieht, wenn es ganz schlimm wird, dann machen wir ein Läppchen drum. Das Läppchen könnte jetzt sein, dass ich sage, hör mal, mir gefällt hier dieser Blick nicht. Also, ja, ich habe, glaube ich, irgendwo ein paar ausgeschnittene Brillen, aber ich könnte jetzt auch einfach sagen, weißt du was? Dann mache ich hier so eine coole Socke draus. Ah, schon besser. Und der kriegt schwarze Haare, dann habe ich direkt irgendwie eine schöne Trennung zu dem Kollegen da oben. Okay, ob die hier zusammenpassen, man weiß es nicht, aber wer weiß das schon. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich hier zum Beispiel, wenn mir nichts mehr einfällt, mache ich, was immer geht, sind Eulen. Wenn ich hier keine Idee habe für ein Gesicht, mache ich ein Eulchen drauf. Und diese Spinnerei, dass man einfach sagt, ey, es ist vollkommen egal, was dabei rauskommt. Ich lasse jetzt einfach mal laufen und kritzel. Die nächste Runde wird sich dadurch ergeben, dass ich jetzt da Farbe reinlege. Wir bringen Farbe ins Spiel. Das, was ich jetzt mache, hat nichts mit klassischem Aquarell zu tun, sondern wir kolorieren. Ich mache es jetzt einfach schön bunt. Und zwar fange ich aber an mit Hautfarbe. Da hat jeder so seine Tricks, welche Farbe nimmt man, wie viel, wovon, wie dick. Muss man ausprobieren. Und ich koloriere jetzt einfach irgendwie so ein paar Hautpartien. Welche Farbe ich wofür nehme, weiß ich noch gar nicht. Im Moment kommt es mir hier drauf an, ich mache es erstmal bunt. Und da kann man einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Das ist eine wunderbare Warmmachübung. Also, wenn man zum Beispiel vorhat, ich will mich dann mal länger hinsetzen, mit einem Porträt mich vielleicht ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Das so aus dem Stand zu machen, ist super schwierig. Also ich würde da echt empfehlen, einfach irgendwie erstmal ein bisschen loszukritzeln. Und ob das nachher das Kunstwerk wird, was ich für viel Geld natürlich verkaufen werde, ist eher unwahrscheinlich. Man weiß es nicht. Hier meine zickige Zicke, die ist mir eigentlich noch nicht zickig genug. Kriegt man zickig hin. Zum Beispiel auch, dass man so die Augenbrauen ein bisschen nach oben zieht. Und den Mund müsste man eigentlich ein bisschen kleiner machen vielleicht. Ich habe hier auch einen Spiegel, also passiert ganz oft. Ich mache ja auch Schulbuchillustrationen und muss dann ab und zu, ja, ist dann die Sache irgendwie eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Sache rüberbringen. Dann gucke ich mich im Spiegel an und wenn ich das bei mir drüben im Büro mache,
Da laufen die Leute am Fenster vorbei. Und dann habe ich den Spiegel direkt rechts an dem Blumenpott angelehnt, gucke dann da rein, mache meine Gesichter und habe nicht nur einmal Leute da stehen gehabt, die dann gesagt haben, na, ob bei der noch alles stimmt, man weiß es nicht. Warte mal, was brauche ich denn jetzt noch? Blö. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist vor allen Dingen so eine Sache, ich überlege jetzt bei bestimmten Formen, hier matscht das irgendwie so ineinander. Da würde es mir ganz gut gefallen, wenn ich da irgendwie ein bisschen mehr Trennung drin hätte. Dann lege ich das mal da an und wenn hier dunkel ist und sollte es hier weitergehen. Und mein kleines Eulchen, was machen wir mit dir? Guck mal, hier so ein paar Stipsis rein. Blaue Augen und jetzt gleich müsst ihr ganz stark sein. Da wird geföhnt. Ach, guck mal, jetzt läuft mir das hier rein. Oh, dafür empfehlen wir, haben sie ein Läppchen dabei. So, guck mal, mache ich einfach weg. Ich muss, glaube ich, erstmal föhnen. Ich mag total gerne die Kombination mit Aquarellfarben und Buntstiften. Und zwar nehme ich da aber welche, die natürlich wasserfest sind. Und jetzt kann ich, wenn ich lustig bin, mit den Stiften hier einfach noch mal ein bisschen draufhauen. So, guck mal, der grobporige, den lege ich so an. Sehr gut. Man kann natürlich, wenn man jetzt schon viel gezeichnet hat, bestimmte Regeln, die es natürlich gibt beim Zeichnen, auch bei den frechen Köppen berücksichtigen. Ein Schatten ist da, wo ein Schatten hingehört. Unterm Hut zum Beispiel. Ach, meine Zimtziege, was kriegt die denn für Haare? Vielleicht irgendwas mit Opernrosa. Pass auf, jetzt kann ich hier auch wieder mit nass reingehen. Das ist wahrscheinlich so eine Strähne, die ärgert den Kleinen da hinten auch noch. Und wie kriege ich diesen Mund hin? Der müsste eigentlich noch kleiner sein, tja. Jetzt habe ich ihn so angelegt und dann sagt man gerne, wenn man jetzt hier irgendwie so eine dominante Farbe hat, die hat gerne irgendwo einen Freund. Also, mache ich den mal hier hinten noch mal hin? Nur so ein bisschen. Oder hier im Äulchen. Also der Knilch hier mit dieser Brille, der gefällt mir überhaupt nicht. Den mache ich erstmal die Brille dunkler. So, den machen wir alles dunkler. Der kriegt dunklere Haare und vielleicht so ein Triebtäterbart. So, man kann sich da jetzt dran halten, man kann auch einfach irgendwann sagen, fertig. Aber warte mal, eine Eule, die muss noch ein bisschen leuchten da an der Ecke da draußen. Machen wir ein bisschen gelb. So, und der kriegt gelbe Zähne. Naja, okay. Geschmackssache. Jetzt ist mir das hier irgendwie alles noch ein bisschen nackig und es gibt wahrscheinlich einfach hier ein bisschen blau. Ach, schön knallig, das mag ich. So. Und wenn ich jetzt den Hintergrund hier, was der hier da oben, der hat ja nur einen Kopf, der hat gar keinen Körper, macht nichts. Dadurch, dass ich jetzt hier so einen schönen Hintergrund reinziehe, wird das aber eine wunderbare Gruppe. Und zum Schluss, klong, nochmal einmal drüber gespritzt. Also als Warmmachnummer finde ich das irgendwie ganz herrlich. Freche Köppe. Ich finde, das ist eine Geschichte, da kann man sich immer mal wieder mit beschäftigen. Macht es einfach. Probiert das mal aus. Und übrigens, wenn man nicht so genau weiß, wen zeichne ich denn jetzt? Manchmal kann man sich auch so ein bisschen rächen. Die blöde Nachbarin, der doofe Lehrer, die Zimtzicke von gegenüber, keine Ahnung. Ich spinne jetzt einfach mal. Oder, was auch wunderbar geht, man nimmt sich Anregungen zum Beispiel aus dem Fernsehen. Und dann geht es überhaupt nicht darum, ob ich Herrn Heimacken-Reuter oder wen auch immer irgendwie genau nachzeichne, sondern dann habe ich nur irgendwie einen Glatzkopf oder einen mit langen Zähnen. Macht's gut. Fangt an zu zeichnen. Lasst euch einfach mal wieder blicken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Vielleicht in einem Kurs sogar. Der heißt, glaube ich, Freche Köppe. Ich freue mich drauf. Tschüss.